Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Heute ist ein aufregender Tag für mich. Ich habe eine Prüfung an der Universität. Ich habe viel gelernt, aber trotzdem fühle ich mich nervös. Ich denke, dass ich die Prüfung trotzdem schaffen werde. Ich fahre mit dem Bus zur Universität. Während der Fahrt schaue ich mir meine Notizen an. An der Universität treffe ich meine Freunde, die ebenfalls aufgeregt sind. Wir gehen gemeinsam zum Hörsaal. Der Hörsaal ist groß und hier wird die Prüfung geschrieben. Es sind viele Studenten da, die auch die Prüfung schreiben. Der Prüfer erklärt kurz einige wichtige Sachen. Dann geht es auch schon los. Ich konzentriere mich und versuche jede Aufgabe zu lösen. Wenn eine Aufgabe zu schwer ist, mache ich mit einer anderen weiter. Somit verliere ich nicht so viel Zeit. Am Ende gebe ich meine Prüfung ab. Die Prüfung ist gut verlaufen, und ich denke, dass ich sie bestanden habe. Nach der Prüfung bin ich erleichtert. Ich setze mich mit meinen Freunden in die Mensa. Wir reden über die Prüfung und unterhalten uns noch ein wenig. Nach einer Stunde gehe ich nach Hause. Jetzt kann ich entspannen und den restlichen Tag genießen. Heute ist ein aufregender Tag für mich. Ich habe eine Prüfung an der Universität. Was hat Anna heute an der Universität? Anna hat heute eine Prüfung. Ich habe viel gelernt, aber trotzdem fühle ich mich nervös. Ich denke, dass ich die Prüfung trotzdem schaffen werde. Was denkt Anna über ihre Prüfung? Sie denkt, dass sie die Prüfung schaffen wird. Ich fahre mit dem Bus zur Universität. Während der Fahrt schaue ich mir meine Notizen an. Womit fährt Anna zur Universität? Sie fährt mit dem Bus zur Universität. An der Universität treffe ich meine Freunde, die ebenfalls aufgeregt sind. Was macht Anna an der Universität? Sie trifft ihre Freunde. Wir gehen gemeinsam zum Hörsaal. Der Hörsaal ist groß und hier wird die Prüfung geschrieben. Wie ist der Hörsaal? Der Hörsaal ist groß. Es sind viele Studenten da, die auch die Prüfung schreiben. Der Prüfer erklärt kurz einige wichtige Sachen. Was macht der Prüfer? Der Prüfer erklärt kurz einige wichtige Sachen. Dann geht es auch schon los. Ich konzentriere mich und versuche jede Aufgabe zu lösen.
Was macht Anna während der Prüfung? Sie konzentriert sich und versucht, jede Aufgabe zu lösen. Wenn eine Aufgabe zu schwer ist, mache ich mit einer anderen weiter. Somit verliere ich nicht so viel Zeit. Was macht Anna, wenn eine Aufgabe zu schwer ist? Sie macht mit einer anderen Aufgabe weiter, sodass sie nicht so viel Zeit verliert. Am Ende gebe ich meine Prüfung ab. Die Prüfung ist gut verlaufen und ich denke, dass ich sie bestanden habe. Wie ist die Prüfung gelaufen? Die Prüfung ist gut verlaufen und sie denkt, dass sie bestanden hat. Nach der Prüfung bin ich erleichtert. Wie fühlt Anna sich nach der Prüfung? Nach der Prüfung fühlt sie sich erleichtert. Ich setze mich mit meinen Freunden in die Mensa. Wir reden über die Prüfung und unterhalten uns noch ein wenig. Was tut Anna nach der Prüfung mit ihren Freunden? Sie setzt sich mit ihren Freunden in die Mensa. Nach einer Stunde gehe ich nach Hause. Wann geht Anna nach Hause? Nach einer Stunde. Jetzt kann ich entspannen und den restlichen Tag genießen. Was macht Anna, wenn sie zu Hause ist? Sie entspannt sich und genießt den restlichen Tag. Die Prüfung. Ich habe eine Prüfung an der Universität. Der Bus. Ich fahre lieber mit dem Bus als mit dem Auto. Nervös sein. Ich bin ein wenig nervös. Die Freunde. Du und ich sind gute Freunde. Der Hörsaal. Ich sitze im Hörsaal. Die Notizen. Ich schreibe mir Notizen auf. Die Zeit. Ich habe viel Zeit. Die Mensa. Ich esse meistens in der Mensa. Die Universität. Heute lerne ich in der Universität. Du hörst jetzt die Geschichte nochmal. Lese jeden Satz laut vor und übe die Aussprache. Heute ist ein aufregender Tag für mich. Ich habe eine Prüfung an der Universität. Ich habe viel gelernt, aber trotzdem fühle ich mich nervös. Ich denke, dass ich die Prüfung trotzdem schaffen werde. Ich fahre mit dem Bus zur Universität. Während der Fahrt schaue ich mir meine Notizen an. An der Universität treffe ich meine Freunde, die ebenfalls aufgeregt sind. Wir gehen gemeinsam zum Hörsaal. Der Hörsaal ist groß und hier wird die Prüfung geschrieben. Es sind viele Studenten da, die auch die Prüfung schreiben. Der Prüfer erklärt kurz einige wichtige Sachen. Dann geht es auch schon los.
Ich konzentriere mich und versuche jede Aufgabe zu lösen. Wenn eine Aufgabe zu schwer ist, mache ich mit einer anderen weiter. Somit verliere ich nicht so viel Zeit. Am Ende gebe ich meine Prüfung ab. Die Prüfung ist gut verlaufen, und ich denke, dass ich sie bestanden habe. Nach der Prüfung bin ich erleichtert. Ich setze mich mit meinen Freunden in die Mensa. Wir reden über die Prüfung und unterhalten uns noch ein wenig. Nach einer Stunde gehe ich nach Hause. Jetzt kann ich entspannen und den restlichen Tag genießen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen für dich. Womit fährst du am meisten? Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.